Ein Monat in Mittelamerika und ihr bestimmt die Challenges. Ihr hattet die Möglichkeit, uns über Instagram eure Herausforderungen zu jeder neuen Ortschaft zu schicken. Vor Ort wurden die Challenges per Zufall ausgelost, mit dem Ziel, sie während des gesamten Aufenthalts in dieser Stadt zu meistern. Sollten wir daran scheitern, erwartet uns eine harte Bestrafung, die uns an unsere Grenzen bringen wird. Und damit herzlich willkommen zu Season 2, die Community Challenge. Die Reise startete mitten in der Nacht in Stuttgart. Mit dem ICE ging es Richtung Berliner Flughafen. Für den kompletten Trip hatten wir nur einen einzigen Rucksack dabei. Dieses Mal haben wir wirklich extrem sparsam gepackt. Dieses Gefühl, dass Season 2 endlich beginnt. Man weiß einfach, die kommenden 30 Tage werden absolut legendär. Ich konnte es kaum erwarten, endlich im ersten Reiseziel anzukommen. Miami, South Beach, bringing it here. Here I am in the place where I come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day, no work, all play, okay? So we sip a little something, leave the rest to spill. Me and Charlie at the bar running up a high bill. Nothing less than ill when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like... Miami hat zwei Seiten. Das Festland mit dem geschäftigen Downtown, seinen Wolkenkratzern und kulturellen Hotspots und Miami Beach, das für seine endlosen Strände und sein entspanntes Lebensgefühl bekannt ist. Wir haben uns für ein Hostel am South Beach Ocean Drive entschieden. Der Ocean Drive zählt zu den berühmtesten Straßen Miamis und begeistert mit seiner beeindruckenden künstlerischen Architektur sowie der direkten Lage am Strand. Good morning. Also Leute, das ist unsere Unterkunft. 38 € pro Person. Nummer 38 auch, by the way. Das hier ist jetzt mein Bett da oben. Das ist Jonas seins. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir noch einen Mexikaner, der hier auch ist für die Zeit. Ansonsten haben wir noch ein Bad. Okay eigentlich. Aus dem Wasserhahn kommt nur heißes Wasser, deswegen muss man ein bisschen taktisch agieren. Aber die Location ist exzellent für das Hostel. Ja Mann, die ist wirklich ein Banger, no joke. Bro, was hast du eigentlich alles mitgenommen? Das ist Kokain, Digga. das sind Pillen, MDMA, Bro, du bist full on ausgestattet. Ketamin und Vitamin. Wie wurdest du nicht in den Customs rausgezogen, aber ich? Das ist wieder der Unterschied. Ich fucking Racism. Ihr habt richtig gehört. Nach 11 Stunden Flug ohne Essen oder Trinken durfte ich erstmal in die Secondary Inspection. Bei der Immigration wurde ich rausgezogen und sollte einem Security folgen. Er führte mich in einen Raum und ab da fühlte es sich wirklich an wie in einem Film. Ein Tisch in der Mitte, 2 Stühle gegenüber. Die Außenwände hatten einen Spiegeleffekt und ich glaube, jeder weiß, was das bedeutet. Man kann von außen reinschauen. Ich hatte keine Ahnung, wie ich mich verhalten sollte. Der Kopf hat mich dann komplett ausgefragt, was ich in Miami mache, wie lange ich bleibe und so weiter. Zusätzlich musste ich dann noch meine Handys samt Passwörter abgeben. Sie hatten also vollen Zugriff auf die Handys. Es war irgendwie schon eine witzige Erfahrung. Nach einer halben Stunde war ich dann durch und durfte endlich raus nach Miami. Alright, erster Tag Miami. Let's start this trip, brother. Season 2. Erster fucking day in Miami. Die Straßen sehen schon so richtig geil aus. Alter, Cheetos wären auch cool. Alleine diese Straßenschilder, es gibt so einen geilen Vibe. Man kommt gar nicht klar, dass man einfach in den USA ist. Ja, for real. By the way, das ist auch mein erstes Mal in den Vereinigten Staaten. Für mich auch. Dementsprechend sind wir beide hyped. Ich war allgemein in diesem Teil der Welt überhaupt nicht. Deswegen ist alles Neuland. Bruder, wie ist die Straße hier? Ach du Kacke. Das ist kurz Winter gelaufen. Oh, gestern bin ich noch erfroren in fucking Berlin. Jetzt mal no joke, wie geil ist dieser Outdoor-Gym hier? Ich bin richtig hyped hier einmal zu trainieren, no joke. Einfach GTA in Real Life, Brother, ich schwör's dir. Natürlich haben die YouTube-Einnahmen vom ersten Kapitel Südostasien, die haben geschallert. Deswegen habe ich mir eine Drohne gekauft. Nein, Spaß. Nein, ich habe natürlich keine YouTube-Einnahmen gehabt. Wird aber noch. Wenn ihr alle abonniert. Deswegen bitte einmal ein Abo alle da lassen. Aber die Drohne steht trotzdem. Die Drohne haben wir geholt, damit wir noch geilere Shots hier rausholen können. Der Mann hat sich organisiert. Ich habe nichts gemacht. Ich bin noch nie mit der Drohne geflogen. Deswegen, das wird auch das allererste Mal mit der Drohne fliegen. Hier seht ihr den Clip, wo wir die Drohne crashen. Jürgen Flatter ist sowas. Dude, was ist das für ein Wagen eigentlich? Das ist ein Cadillac, oder? Solche Dinger sieht man eigentlich nur in so Filmen oder so. Junge, mit dem Grinch sogar, schau dir mal an. Ich sag dir ehrlich, so kann ich Weihnachten verbringen. Aber wir werden nur Autos hier filmen, ich sehe schon kommen. Ich glaube, das ist der schönste Beach, so an der Coastline jetzt, bis jetzt nicht gesehen habe. Mit den Palmen und so. Bro, wie cool bitte. Wie cool ist es? So fährt die Police hier rum. Es ist halt komplett anders als Südostasien, muss ich sagen. Ja, das ist komplett anders. Cooler Name. Die Benjamins, Digga. $100. In God we trust. Also dieses Mal habe ich einen Schritte-Counter auf meinem Handy, dass wir euch auch beweisen können, wie dedicated wir sind. In Südostasien sind wir eh schon gefühlt jeden Tag einen Halbmarathon gelaufen. Ach du Kacke, Bro. Bro, fucking Cybertruck. Das erste Mal einen in Real Life von der Nähe hier sehen, ist wirklich Ja, das ist genau.
Crazy shit. Von hinten sieht der auch verrückt aus. Man denkt einfach, das ist so ein Bauklotz. Südostasien war der Anfang, Dude. Diesmal wird's verrückter. Leute haben die ganze Zeit geschrieben, ja, ihr werdet das niemals packen, so mit dem Mindset in Mittelamerika, Lateinamerika. Ich kann nicht glauben, dass wir in Season 2 sind. Season Wir 2. filmen gerade Season 2. Es ist ein Jahr vergangen seit Season 1. Mal schauen, wie wir uns in diesem Noch Jahr einem neuen Level. entwickelt haben, ja. Aber es kann nur krasser werden. Es geht nur besser. Es geht nur bergauf. Also als Autoliebhaber ist man hier in der richtigen Stadt auf jeden Fall. Junge, ist das crazy. You like driving? Oh, I love driving. Yeah? You think you can take us for a ride? I can, bro. I'll get fired, bro. I could, but I'll lose my job. Hey, if you maintain me and my family, bro, I'm on board. My brother. What's up, man? Oh, yeah. What's up? Take care, enjoy, man. Come on, bro. Subscribe. Thanks a lot, bro, yeah? Have fun. Wir wollten in Amerika auch sehr viele Fastfood-Ketten probieren. Raisin Canes. Da gibt's Chicken. Ich bin auch richtig gespannt, wie groß die Portionen sein werden. American Size natürlich. Let's go, bro. Raising Canes. Unser erster Stop. Hier werden wir jetzt frühstücken. Hier. Digga, was? 1000 Calories für 10 Euro. 300 Chicken. Was zum Fick? 300 Chicken, Bro. Wir sind in den USA. Das ist eine Order, Bro. Du hast hier einfach einen Chuck. Chuck Lemonade. Das ist crazy. Alright, Bro, bring die Bestellung ran. Hä, wie geil sieht das aus? Bro, das sieht geil aus, sieht clean aus. Die sehen aus wie die Crispies bei KFC. Der soll hier richtig geil sein, der Laden. Wurde oft empfohlen. 1300 Kalorien pro Portion. Let's go. Es ist übertrieben weich. Oh mein Gott. Ich habe noch nie so einen Chicken gegessen. Es ist richtig zart und weich. Und knusprig aus. Die Cocktailsoße ist auch richtig geil. Das Chicken ist ein Banger. Pommes ist ein bisschen lapprig. Aber ist gut. Chicken ist 10 von 10 für mich. Das Chicken ist richtig geil. Also das Essen war ganz gut. Ich würde dem Ganzen aber so eine 7,5 geben. Das Chicken war wirklich gut. Ich würde dem Chicken vielleicht eine 9 geben. Die Pommes waren alright. Auf lange Sicht, je länger man gegessen hat, desto nerviger wurde das Essen. 7,5. Ich glaube solide. Erstmal danke an alle Challenges, die eingereicht wurden. Sollten wir die Challenges nicht erfüllen, gibt es eine Bestrafung. Die müssen wir euch nicht mehr erläutern, weil die werden wir sowieso nicht machen müssen. Wir werden die Challenge schaffen und dann passt es auch. Bro, den Mann kennen wir doch noch von Season 1. Crazy, wer die Folge geschaut hat, lasst irgendwas in den Comments da. Also für mich persönlich war das, glaube ich, die geilste Folge. Guckt ihr den Goat an. The Goat. Jetzt sind die meine Abbildung. Angekommen in der Cheesecake Factory. Keine Ahnung, was hier abgeht. Was? Ein Stück. Warte, was? Ein Cheesecake hat 1,5. Ein Stück. Voll viele so Art Galleries und irgendwie sehr viele Ausstellungen hier. Erster Eindruck, Miami ist ein Brett. Ich bin richtig gespannt, was wir noch in der Innenstadt sehen werden, dann Downtown. Wir sind am Miami Beach und wollen auf die andere Seite. Zu Fuß wäre das mehr als eine Stunde. Deswegen perfekter Zeitpunkt für die erste Challenge, eine Fahrt im Tesla Cybertruck. Der Cybertruck ist ein futuristischer, vollelektrischer Pickup, der aufgrund seines Designs und fehlender Zulassungen in vielen Ländern vorerst nur in den USA gefahren werden darf. Und genau hier in Miami wollten wir die Gelegenheit nutzen. Es hat auch nicht lange gedauert, bis wir dann einen gefunden haben. Where you going, guys? Anywhere, like we're trying to walk, but it will take like 1 hour. downtown. I'll go Like to Winwood. I-95 so I can grab you. Would be great, yeah. Love, brother. We can jump in the back. Geh einfach in den Cybertruck rein, oder was? Oh my gosh, this is incredible. You know, when I got this car, you know, it's filming all around. Yes, yes. Like some of the videos when the people just taking pictures. Okay. Take a look. This is so funny. Yeah, it's a nice looking car. How much did it cost? It was 80,000. Where are you guys from? We're from Germany. What part? Stuttgart. It's the southern part. No way. I've been there. Really? Yeah, I love this city. I love it. Beautiful city. I mean, I love Germany. Wir sitzen im Cybertruck. Die Fahrt war richtig gechillt. Der Kollege hat uns noch ein bisschen was über Miami erzählt und uns ein paar Tipps gegeben, wo wir hingehen können. Am Ende der Fahrt wollte er noch den YouTube-Kanal haben. Jetzt habe ich neben dem Polizisten noch einen Cybertruck-Fahrer als Follower. Bro, die erste Fahrt im Cybertruck. Wir kannten den Typ nicht. Wir haben ihn einfach angequatscht und dann sitzen wir auch schon drin. Sag ehrlich, heftig, oder? Der Ride war krass. Bye, Bro. Wir sind auf die andere Seite gekommen, haben das Auto getestet. Also wir saßen drin in dem Auto, in dem wir auch drin sitzen wollten eigentlich. Ja. Es ist eigentlich alles perfekt bis Oh, der jetzt. Typ ist super rich. 2 Salamanda. Oh, ich sehe schon, komm, jetzt freuen wir uns über sowas. Und dann in Costa Rica kommt auf einmal so ein Jaguar und so ein fucking Krokodil oder so. Bro, was ist das wieder für ein Brecher, Bro? Diese Wegen hier sind verrückt. Guck mal die Tires an. Let's go, Winwood. Da sind schon die ersten Paintings an dem Building. Winwood ist eines der angesagtesten Viertel
Viertel Miamis und weltweit für seine beeindruckende Street Art Szene bekannt. Ursprünglich ein Industriegebiet, hat es sich in den letzten Jahren zu einem kreativen Hotspot entwickelt, in dem Kunstgalerien, Cafés und Boutiquen das Straßenbild prägen. Besonders berühmt sind die Wynwood Walls, eine Open-Air-Galerie mit großflächigen Wandgemälden internationaler Künstler, die das Viertel in ein lebendiges Kunstwerk verwandeln. Ach du Kacke, wie geil sieht das hier aus? Für jeden ist was dabei, hier auf jeden Fall in Wynwood. Richtig geile Szenerie hier, ohne Spaß. Whole lot of gang shit. Pull up some gang signs. Der Vibe ist verrückt hier, richtig cool. Nicht jeder darf in Wynwood malen. Für viele ist es ein großer Traum, doch nur ausgewählte Künstler bekommen die Chance, ihre Werke an den Wänden zu hinterlassen. Deswegen war die nächste Mission, sich eigentlich dann auch zu verewigen auf den Wänden. Und das neue Painting wird gemacht. Can I also like do it once? Jonas verewigt sich in Wynwood, Digga. That's my dream, bro. Yeah, you painted a mural in Wynwood. Let's go. Nice, man. Thanks, brother. Do it all together. Cheers, man. Have fun, guys. Thank you, dude. Verewigt in Wynwood. Oh, man. Hier ist das Logo, was die aufzeichnen. Genau hier habe ich mein Werk dazu verbracht. And we helped paint it. We did it as well. We did. We get something for free now. DJ Einstorm ist gehittet. Sie erklären dir, wie du in die Drohne fliegst. Hey, bro, let's go. I got myself a drone. And I'm clueless on how to fly it. Could you please show me how this works? Could you describe it instead of teaching, so I don't have to take it? Yeah, you got Download. Or you press it. Oh mein Gott. Drohne fliegt. Bro, da ist doch die Leitung. Ist die Höhe, oder nicht? Bro, shut the fuck up. Der fliegt in die Leitung rein. Ja, wo soll ich hinfliegen? Das ist ein bisschen scary. Das ist übel scary, Bro. Lande ich. Du schießt uns gleich ab. Ich kann nicht runter. Der Kollege hat mir gesagt, aber ich kann das nehmen, einfach nur umdrehen, wenn ich lande. Are you kidding me? Okay, der geht automatisch hoch. Wenn ich es nur so mache, geht er automatisch hoch. Boah. Was macht. Okay, wie landet man das Ding? Ich habe keine Ahnung. Bro, hol das Ding vom Himmel. wie lande ich? Hol das Ding vom Himmel. Digga, wie lande ich? Also der erste Testflug mit der Drohne ist eigentlich ganz okay gewesen. Ist nicht so schwer zu fliegen. Die Kameraführung muss ich noch ein bisschen trainieren. Kommt einfach mit der Übung, mit der Zeit. Wenn ich das jetzt schon ein bisschen lerne, dann kann das für die restliche Reise ganz cool werden mit der Drohne. Ach du Kacke, Bro. Ein Mexican Rari. Diese Flagge. Die Flagge ist halt auch verrückt. Ich glaube, Mexiko hat einer der schönsten Flaggen. Ich glaube, mit einer der schönsten Autos, die ich jemals gesehen habe. Guck mal den an. Das ist ein Rolls Royce. Ein Rolls Royce, Bro. Bro, ein Lambo auch noch. Ein pinker Cybertruck. Probleme beim Parken. Crazy, Bro. Das sieht aus wie ein Space. Ach du Kacke, ich schwör's dir. Das ist verrückt. Digga, die fährt gleich drauf. Die Frau ist so lost, oh mein Gott. Guck mal, wie knapp die an dem ist. Die kann gar nicht fahren. Ich habe noch nie so viele heftige Wegen direkt nebeneinander stehen sehen. Danach sind wir weiter Richtung Bayside gelaufen, vorbei an einem Hundepark, um die Drohne mal richtig steigen zu lassen. Unser Ziel war der Port Miami, einer der größten Kreuzfahrthäfen weltweit und bekannt als die Kreuzfahrthauptstadt der Welt. Von hier aus legt unter anderem das größte Kreuzfahrtschiff der Welt, die Icon of the Seas sowie die Symphony of the Seas ab. Wir wollten die Drohne nutzen, um das Ganze mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Leider nimmt die Drohne keinen Ton auf, aber ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist. Kaum entdeckt hat uns das Kreuzfahrtschiff komplett weggehupt, also haben wir lieber schnell den Rückzug angetreten. Miami von oben zu sehen war einfach geil. Die Skyline, der Hafen, das Wetter war top. Wir hatten übertrieben viel Spaß beim Fliegen. Also ehrlich, holt euch eine Drohne. Dieser Frachter hupt uns da an, der allerersten Fahrt. Das ist geil. Man weiß nicht, wo die Drohne herkommt. Check gar nichts. Oh mein Gott. Was zur Hölle? Was ist das denn? Oder was? Anschließend sind wir rübergelaufen zum Bayside Marketplace, einer lebhaften Open-Air-Mall direkt am Hafen. Du kannst ein Temporary Tattoo machen, Bro. Stech dir ein Tattoo-Challenge. Temporary Tattoo. Yes, Sir. Challenge 2 besteht darin, sich ein Tattoo stechen zu lassen. Wir haben uns kurzerhand für eine Art Henna-Tattoo entschieden. Diese sind nur temporär. Wir haben jetzt einfach hier diesen random Tattoo-Shop gefunden. Temporary Tattoos. Du willst so eine Flamme haben, oder was? Was steht denn sonst noch in Überlegung? Ein Vulkan, Palmen, Schildkröte oder so eine Maya-Pyramide. Feldon bekommt jetzt sein Tattoo. As large as possible and as nice looking as possible. Feldon bekommt ein Lotto-Tattoo. Ich hab keine Ahnung, was das macht. Wow. How's my life? That's my bro. You look like a real tree. Nah, you sticking up. Hold on. You know what make that tattoo stand out? What? If you get the skyline from Miami on the background. That's okay. That's not here, but That's his
See, look, like the details stand out in the art, like. Man, we don't want to hear your opinion, bro. We love it. Save it. It's beautiful. Das ist mein Check jetzt, Palm Beach. Miami kann starten, Digga. Ich weiß nicht, ob der Erfahrung hat. Das nächste Opfer ist dran. Er hat sich für Flammen entschieden. Schon mal ein Tattoo gemacht und ihm gehört nur den Stand. Er nimmt das Cash ein am Ende. Das war's. Aber er ist voll im Fokus, muss man schon sagen. Guck ihn dir an. Der Mann hat jahrelang Flammen gezeichnet. Er hat komplett verkackt. Brother, what do you think of his tattoo? Trash. Yes, sir. Yeah, I ain't gonna lie to you. Yours better. Das ist not good. Trash. Come on, bro. Nah, G shit, bro. That shit trash. Er hat dich einfach Er hat dich geflamed, Bro, obwohl du Fire hast. Du bist on fire. Bro, mein Tattoo ist trash. Hier, schaut sich an. Also, honest review. Die Form ist okay, aber es braucht mehr Schatten, mehr Tiefe. Anyway, at least we did it. 34 Euro. Euro für diesen Kack. Nach dem Termin im Tattoo-Studio sind wir nochmal Richtung South Beach gegangen. Dort ist auch der legendäre Store von DJ Khaled. War aber, um ehrlich zu sein, nichts Besonderes. Abends waren wir nochmal am Ocean Drive, aber da war auch nicht so viel los. Also haben wir die Drohne steigen lassen, um zu schauen, wo was geht. Bis auf einen kleinen Cop-Einsatz war es aber ziemlich ruhig. Also sind wir früher schlafen gegangen. Der nächste Tag sollte schließlich lang werden. Yo Leute, zweiter Tag. Uns wurde geschrieben, wir sollen an den Muscle Beach gehen. Dort nochmal einen Workout machen. Jetzt mit unseren neuen Tattoos auch. Sind wir ein bisschen mehr ausgedrippt. Wir starten den Tag mit Challenge 3, ein Training am Muscle Beach. Muscle Beach, South Beach. Der Muscle Beach ist ja für jeden accessible. Du hast hier einfach Gewichte, du hast hier richtig viel Zeug. Volles Gym einfach. Die Gewichte, die werden immer hier drin gelagert, nachts. Also sowas kannst du in Deutschland halt nicht irgendwie haben oder so, weil das wird instant beklaut, das ganze Ding. Während unseres Morgen-Workouts an den Klimmzugstangen haben wir dann noch David, unseren neuen Kollegen, kennengelernt. Shoutout to you, David. Where's Germany you guys from? Stuttgart. Stuttgart. I've only been to like Munich. Are you from Miami? Yeah, Jamaica. Jamaica. Bombo klar. No. Why you cursing on the vlog? Big man, and she called me like me a little you. Hier gibt es auch nochmal so Geräte. Auch cool eigentlich. Es ist so geil hier. Überall kann man trainieren, Outdoor-Gyms. Bei der Wärme ist einfach geil. Der Vibe ist ein ganz anderer, no joke. Unser Training war eigentlich vorbei. Wir wollten gerade gehen und auf einmal sagt David, dass er noch mit seiner Drohne fliegen will. Was ein krasser Zufall, dass er einfach auch eine dabei hat. Wir sind dann übers Wasser geflogen und haben ein paar Boote verfolgt. Die vielen Flugstunden haben Jonas und mich mittlerweile zu Profi-Piloten gemacht. Das ist perfekt für den Rest der Reise. Ey, holt euch eine Drohne, es macht so viel Bock, ich schwör's dir. Es macht so Laune. Bislang waren wir nur in South Beach und im Zentrum Miamis. Deshalb haben wir uns vorgenommen, heute die westliche Seite der Stadt zu erkunden. Hier der ultimative Beweis. Gestern einfach 22,74 Kilometer und fast 30 K-Steps. Heute haben wir bisher 7.000. Ich denke, wir werden auf 20.000 kommen. 20 Kilometer jeden Tag, dann haben wir am Ende 600 Kilometer. 600 Kilometer auf der Reise. Wie viele Kalorien haben wir jetzt verbrannt am ersten Tag? 1,5 nur durchlaufen. 1,5 durchlaufen. Die müssen wir ja irgendwo reinholen, die Kalorien, wahrscheinlich dann, ne? Und dafür seht ihr bald eine ganz besondere Challenge. Willkommen im Bus. Eigentlich muss man sich ein Ticket holen. Wir haben aber nur $100-Scheine. Wir sind nicht reich, nein, wir sind nicht reich. Und keiner kann hier eben diesen $100-Schein changen. Deswegen komme ich hier immer for free rein. Wir haben uns auf den Weg gemacht in Richtung Little Havana, dem Herzen der kubanischen Kultur in Miami. Oh, wir sind in irgendeiner Hood. Little Havana ist poppin'. Die ganzen Hühner. Hier ist Chicken for Days. Die Gegend war voll mit Hühnern, die einfach frei herumlaufen. Die Häuser sahen aus wie im Film, einstöckig, alle nebeneinander mit einem kleinen Parkplatz davor. Miami gilt als die Stadt in den USA mit den meisten Ausländern und besonders Little Havana ist ein echtes Zentrum für die karibische Kultur. Hier spürt man Kuba an jeder Ecke, sei es durch die lateinamerikanischen Rhythmen, die aus den Bars schallen, den Duft von frisch gerollten Zigarren oder durch kubanische Sandwiches. Den haben wir auch gleich getestet, der war auch richtig lecker. Anschließend sind wir dann weiter Richtung Uni gefahren. Das war ein kleiner Flop, weil es zu der Zeit Winterferien gab. Es war aber trotzdem ganz cool, mal das Gelände gesehen zu haben. Für uns ging es dann aber auch schnell weiter. Wir hatten noch ein Abendprogramm im Kaseya Center, dem Heimstadion der Miami Heats. Das ist tatsächlich auch unsere nächste Challenge, ein Spiel der Miami Heat live im Stadion zu sehen. Die Miami Heat gehören zu den erfolgreicheren Teams der NBA, aber nicht zu den Top-Clubs. Hier spielten Legenden wie Dwayne Wade,
Wade, LeBron James und Shaquille O'Neal, die das Team zu mehreren Meistertiteln führten. Die Tickets sind teilweise extrem teuer, deshalb haben wir uns dazu entschieden, die günstigsten Plätze im ganzen Stadion zu holen, für knapp 60 € pro Ticket. Mal sehen, ob sich der Preis trotzdem lohnt und ob wir die Heat-Vibes auch von ganz oben mitnehmen können. Alright, wir sind jetzt im Stadion drin. Oh mein Gott, wie sieht das aus? Und auf Fotos, lauf jetzt rein. Lauf einfach rein rechts, einfach rechts. Der Security hat sich gerafft, Wir haben so Scheißplätze, irgendwo im Eck. Wir sind jetzt einfach nach vorne rein. Nein, nicht schon wieder, Bro. Schnell mitdenken, mehr ist nicht. Einfach schnell sein. Damit ihr kurz rafft, wo wir eigentlich sitzen würden. Normalerweise wären wir irgendwo hier bei den Stands. Das ist das billigste Ticket. Und wir sitzen einfach fucking Kurzzeit. Wenn hier irgendjemand sitzt, den man kennt, Bro, wir schauen in die Augen gefühlt. Also Leute, unsere Taktik ist, man kann ja reservieren online die Plätze. Wir schauen jetzt auf dem Handy einfach, welche Plätze noch frei sind. Und wenn wir ja wissen, welche Plätze frei sind, hocken wir uns einfach dahin. Da kommt ja keiner. Bro, das ist crazy gerade die Idee, ich schwöre. Wir machen das jetzt und dann suchen uns geile Plätze aus. Oh mein Gott, nein, oder? Was hier gerade abgeht, das ist wieder einmal verrückt. Oh, what is going on? Wie sind wir hier gelandet? Junge, wie heiß war das gerade? Gib mir der Shit! Through the perilous fight. Let's go! Wer macht den ersten? Oh, guck mal, die Plätze haben wir gesehen. Checkst du gerade irgendwas? Alle! Hey! Ja, unsere Plätze waren eigentlich irgendwo da oben drin. Irgendwo hier. Irgendwo hier müssten wir sitzen. Wir sind einfach komplett drin. Wir sind komplett drin. Und so schnell kann man aus einem 60-€ einen 750 € Platz zaubern. Das Problem war aber, dass aus irgendeinem Grund die Plätze dann trotzdem belegt waren. Deshalb haben wir dann im Schnitt alle 15 Minuten unseren Platz gewechselt. High-Class-Experience auf Low-Budget-Level. Das erinnert schon fast an die 3K-Challenge. Digga, jetzt kommt das richtige Highlight erst. I have Bam on rebounds. Das Spiel war schon ganz cool. Die Vibes und die Stimmung war auch richtig geil. Die Spieler aus nächster Nähe sehen, das passiert ja auch nicht jeden Tag. Auf einmal zeigt die Kamera noch, dass Drewski im Stadion ist. Junge, hier ist einfach Drewski. Genau der da. Zum Abschluss des Spiels mussten wir uns noch ein letztes Mal ganz nach vorne kämpfen, einfach um den luxuriösen Vibe eines 1000 € Sitzplatzes zu spüren. Das Spiel ist zu Ende und unser Bro Drewski hat dann nochmal gefragt, ob er im Vlog sein darf, und natürlich gebe ich ihm die 10 Sekunden Screentime auf dem Channel. Wir haben unsere Sitzplätze bestimmt so 15 Mal gewechselt, vielleicht 14, 15 Mal. Das komplette Security-Team kennt uns. Wir können nicht mehr hier rumlaufen, ohne dass uns irgendjemand anschaut, dumm von der Ecke. Es war ein absolutes Success. Wir waren nicht auf unseren Plätzen, ich war ein einziges Mal 10 Meter von den Spielern entfernt. Unsere echten Plätze wären 402, Row 6, Seat 1. Wir sind jetzt ganz oben, im 4. Stock, und checken jetzt unsere Plätze aus. Und das wären unsere Sitze eigentlich gewesen. Ist nicht mal schlecht, gell? Ist nicht mal schlecht. Ist halt was anderes. Challenge 4 wurde mit Bravour abgeschlossen. Miami hat zwar verloren, aber der Hype war trotzdem da, als die Spieler dann nochmal draußen sich verabschiedet haben. Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Yes, Broski! Let's go! Wie sieht ein Abend noch besser aus? Richtig, mit einem Besuch beim Club, spezifisch 11. Das war dann auch unsere nächste Challenge. Uns wurde gesagt als nächste Challenge, dass wir hier im 11 sein sollen. Morgen wird ein langer Tag, nehme ich mal an. Vor Ort haben wir erstmal nachgefragt, was das für ein Club ist und was für Musik drin läuft. Die Security meinte ganz entspannt, ist ein normaler Partyclub mit 2 Floors, nichts Wildes. Wir also rein, gehen die Treppen hoch. Innerhalb von Sekunden war klar, was das wirklich für eine Art Club ist. So guys, neuer Tag. Meine Stimme ist gone. Weil dieser Club ist, ich kann nichts dazu sagen, ich schwöre auf alles. Macht euch ein eigenes Bild, ich blende 1, 2 Clips ein. Aber sagen wir es mal so, es war ein etwas freizügiger Club. Später, by the way, fahren wir rüber zu Star Island. Star Island ist die Ecke, wo ganz viele Stars ihre Mansions haben. Vielleicht kann man da mit der Drohne reinfliegen. Die Drohne wird jetzt richtig klatsch kommen, wenn wir da Richtung Mansion von P. Diddy fliegen. Vielleicht sehen wir sein legendäres 40 mal 5 Millionen Meter Bett. Die Nacht war zwar lang, aber für uns Starpiloten ist das noch lange kein Grund, den Flug auszusetzen. Deshalb sind wir Richtung Star
Star Island gelaufen, die Promi-Insel Miamis, auf der mehrere bekannte Persönlichkeiten wie Diddy, Jennifer Lopez und Gloria Estefan ihre Villen haben. Die luxuriösen Anwesen, teils mit eigenen Bootsanlegern und riesigen Pools, gehören zu den exklusivsten in ganz Miami. Normalerweise ist der Zutritt zur Insel nur über eine bewachte Brücke möglich. Diese wird kontrolliert und man darf natürlich nur mit offiziellem Einlass passieren. Touristen haben daher meist nur die Möglichkeit, an einer Bootstour teilzunehmen, bei der sie die Villen aus der Ferne vom Wasser aus betrachten können. Und genau hier kommt unsere Drohne ins Spiel. Während andere für eine Bootstour zahlen, lassen wir unsere Kamera einfach aus der Luft laufen. Mit perfektem Blick auf die luxuriösen Villen, die riesigen Pools und den privaten Yachten haben wir Star Island so erkundet, wie es sonst nur Möwen tun. Kein Security-Check, keine Begrenzung, nur wir, die Drohne und eine exklusive Sicht auf Miamis Promi-Insel. Wir fliegen gerade über Star Island. Digga, das ist gerade geisteskrank, ich schwör's dir. Oh, das ist ein Minecraft-Haus. Kann euch einen Drohnenkanal aufbauen. Die Shots sind verrückt. Die Piloten-Sightseeing-Tour hat bei Lisa Hochstein angefangen. Wir dachten die ganze Zeit, das wäre Diddy's Crib. Das ist wahrscheinlich das optisch krasseste Haus auf der ganzen Insel. Von dort aus ging es mit einem kleinen Schwenker rüber zum Nachbarn, Gloria Estefan. Auch ein schönes Anwesen, aber ganz klar nur auf Platz 2. Danach haben wir noch unserer guten Freundin Jenny J. Lowe einen Besuch abgestattet, bevor wir kurz bei Puff Diddy vorbeigeschaut haben. Bei ihm sah aber alles ruhig aus. Es schienen keine Cops in der Bude zu sein. Tatsächlich konnte ich nicht herausfinden, wem die anderen Villen gehören. Schade, dass ich dem einen oder anderen die einmalige Chance genommen habe, in einem It's Fade On Video erwähnt zu werden. Die Tour war durch und wir sind nochmal Richtung Festland gefahren, an dem Icon of the Seas, dem größten Kreuzfahrtschiff der Welt, entlang. Und zwar wollten wir dieses Mal nach Brickell. Brickell ist das Finanzviertel Miamis und bekannt für seine beeindruckende Skyline aus gläsernen Wolkenkratzern. Besonders beliebt ist das Brickell City Center, ein modernes Einkaufs- und Lifestyle-Zentrum mit High-End-Boutiquen, trendigen Restaurants und stilvollen Bars. Was ein GTR, oder? Bro, was? Fucking hell. Digga, der sieht so unscheinbar aus. Der sieht komplett unscheinbar aus. In Brickell waren wir nicht allzu lange, denn wir wollten noch weiter nördlich in den Design District fahren. Das Viertel gehört zu den exklusivsten Gegenden Miamis und ist bekannt für Luxusboutiquen, moderne Kunstgalerien und stilistische Architektur. Umgeben von Tom Ford, Louis Vuitton, Stone Island, Off-White, Balenciaga und natürlich steht wieder ganz spontan ein Rari am Straßenrand. Wir haben dann noch einen kleinen Abstecher beim Tesla Store gemacht. Oh mein Gott, das sind die Robots. Oh, das sind die Bots, Bro. Tesla Bot, aka Optimus. Oh, irgendwann werden die Dinger uns auslöschen. Sei freundlich zu ChatGPT, bitte. Dann waren wir noch bei so einem Skater Streetwear Shop. Der Typ dachte einfach, er könnte mich beim Jonglieren herausfordern. Wenn ich es bis 100 schaffe, bekomme ich ein Feuerzeug umsonst. Wir rauchen zwar nicht und brauchen eigentlich kein Feuerzeug, aber trotzdem Challenge accepted. Das wird easy. Like a beast came to make it hot. We beat the fire start. Bubbling up just like lava, heated like a sauna. Penetrating your body, rhythmically we must. Was für eine Überraschung. Die Sidequest war easy. Wir wollten unseren Triumph feiern und wo kann man das besser als auf einer Party? Und damit kommen wir auch schon zur letzten Challenge, die Teilnahme an einer Bootsparty als ungeladener Gast. Bootspartys gehören in Miami einfach dazu. Wir feiern Locals und Touristen auf Yachten mit lauter Musik, Drinks und meistens auch einem DJ an Bord. Besonders an Wochenenden oder Feiertagen sind die Partys auf dem Wasser legendär. Also, wir sind jetzt am Hafen und wir suchen hier ein bemanntes Boot. Am besten mit einer Party, auf der wir dann teilnehmen können. Als ungeladene Gäste. Wir laden uns selber ein. Die Boote bisher waren ein bisschen tot. Wir geben aber nicht auf und schauen weiter. Ja, seitdem wird es schwer was reden, glaube ich. Ich glaube nicht, dass wir fündig werden hier. Wir können eigentlich mit der Drohne scouten und schauen, welche Boote belebt aussehen. Die Drohne wird jetzt zum ersten Mal so richtig funktional. Davor waren es immer nur Shots, aber jetzt kann man die so taktisch verwenden, um die Route zu planen. Hier vorne geht auch schon die Rambazamba los.
Wir haben echt lange nach dem Partyboot gesucht. Eigentlich sollten hier auch richtig viele sein, aber aus irgendeinem Grund gab es anscheinend heute nichts zu feiern. Deshalb konnten wir die letzte Challenge, was eigentlich eine richtig geile Challenge ist, gar nicht erst antreten. Damit haben wir die Challenge massiv gefailt und erhalten eine Bestrafung dafür. Was ein Flop. Stattdessen gab es nochmal eine kleine Frusttour durchs Hard Rock Café. War auch ganz cool, aber die Party wäre es, um ehrlich zu sein, gewesen. Das holen wir dann mal anders einfach nach. Vielleicht auf Ibiza oder so. Die Bestrafung nehmen wir mit in die nächste Ortschaft. Einen letzten Tag in Miami haben wir aber noch. Und für diesen Tag haben wir uns eine ganz spezielle Challenge vorgenommen. Oh, wenn du mit so einem Ding fährst. Was ist für ein Kopf? Dieses Tattoo habe ich gerade 34 € ausgegeben. This is the life I chose. Niggas around me so cold. Man, my heart gun froze. I build an empire on a load and ops don't know I'm the weatherman. I take that cocoa leaf and make that snow. Sit back, watch it turn the door. Und damit herzlich willkommen zur wahrscheinlich dümmsten Idee meiner gesamten Karriere, der 10.000 Calorie Challenge. Du isst nur Kacke und dann noch viel davon. Wir werden verrecken. Ich habe richtig Angst gerade. Kurz davor, ich meine ernst, bin wirklich 1 davor gerade. Nach 8 Stunden fällt das Handtuch.